Wart ihr schon mal nachts auf einem Friedhof? Da kommen sie schon. Das sind alles Urnengräber, ne? Kriegsgräber. Also hier ist wirklich ein Grab krasser als das andere. Ey, der Bunker ist tatsächlich noch auf. Guck mal, das sind 30 Spinnen. Die ganzen Risse in der Wand, die wahrscheinlich alle durch Bombenangriffe entstanden sind. Ach krass, der funktioniert sogar. Hier haben wir einfach Kreuze, Leute. Wie gruselig ist das? 1. Februar 1930 gestorben. Originale Todesscheine. Dann ist hier im Eingangsbereich die Bombe eingeschlagen. Und die Druckwelle war tatsächlich so stark, dass alle 100 Menschen sofort gestorben sind. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, befinden uns hier wieder irgendwo um nirgendwo und wir schauen uns heute einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Der liebe Michel ist mit am Start und der liebe Olli sind mit am Start und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Oh, das wird schwer. Oh, die ist sowas von nass, ne? Mauer? Ja. Oh, ist schon ein Stück. Oh. Da kommen sie schon. Du bist hier einfach runtergejumpt. Ja. Boah, ist das gruselig. Wart ihr schon mal nachts auf einem Friedhof? Wir laufen hier durch so eine kleine Allee. Links und rechts Riesenbäume. Krass. Das sind alles Urnengräber, ne? Kriegsgräber. Es gibt eine unglaubliche Geschichte zu diesem Bunker, den wir jetzt besuchen werden. Das ist einfach nur traurig, was dort während des Zweiten Weltkriegs passiert ist, Leute. Boah, ist das gruselig hier. Mit diesen riesigen Bäumen und zwischen den ganzen Gräbern hier zu laufen. Immer mal wieder kommt hier ein Vogel aus dem Baum. Wir suchen jetzt eine kleine Kapelle hier auf dem Friedhof, denn dort soll sich der Zugang zum Bunker befinden. Boah, das ist echt gruselig, ne? Ja. Hier kümmert sich keiner mehr um das Grab. Das sind einfach alles riesige Familiengräber hier. Viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum dieser Bunker Leichenbunker heißt. Im Zweiten Weltkrieg sind tatsächlich 100 Menschen in diesem Bunker ums Leben gekommen, Leute. Der zweite Grund ist auch, dass sich der Bunker halt unter einem Friedhof befindet. So, weiter geht's. Wir befinden uns immer noch auf der Suche nach dem Eingang. Es ist ein bisschen schwieriger als gedacht, Leute. Hier haben wir einfach so eine Art Kreisverkehr mitten auf dem Friedhof. Das ist echt ein gigantischer Friedhof hier. Irre. Sieht aus wie eine Gedenkstätte, ne? Also hier ist wirklich ein Grab krasser als das andere. Das ist ultra krass. Es sind mittlerweile wieder einige Minuten vergangen. Wir haben tatsächlich ein bisschen die Orientierung verloren hier. Ja, wir müssen jetzt mal schauen,
ob wir doch noch an unser Ziel kommen. Ey, der Bunker ist tatsächlich noch auf. Nice, wir haben die Chance genutzt. Wow. Boah, hier kommt einem direkt eine richtige Wärme entgegen. Das hier wird wahrscheinlich direkt der Notausstieg sein, ne? Boah, hier sind überall Spinnennetze. Guck mal, das sind 30 Spinnen. Vor allen Dingen diese weißen Spinnen, ne? Die sind von einem Pilz befallen, der die Spinnen von innen auffrisst. Deswegen werden die weiß, ja. Wegen dem Pilz? Genau, das ist ein Parasit. Guck dir das mal an, hier ist alles voller Spinnen. Das ist der Notausgang. Da oben sehen wir die Luke. Boah, und hier sind sogar wirklich noch Sachen gelagert. Guck dir das mal an. Die sind wahrscheinlich vom Friedhof halt generell, ne? Sind das Sachen. Ja. Boah, das ist aber eine richtig alte Schubkarre, ne? Guck mal, die hat noch nicht mal mehr einen Gummireifen vorne, ne? Ja. Boah, das ist bestimmt vom Bombeneinschlag. Dass die Decke hier extrem was abbekommen hat. Weißt du, was ich meine? Durch die Druckwelle. Ja, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was für ein Bombeneinschlag. Ja, und da kommen wir auch zum Grund, warum dieser Bunker hier Leichenbunker heißt. Im Zweiten Weltkrieg fand eine Hochzeit statt. Auf der gegenüberliegenden Straße in einer Kneipe. Und währenddessen hat die Stadt einen Bombenalarm gemeldet und die komplette Hochzeitsbelegschaft ist zu diesem Bunker geflüchtet, um Schutz zu suchen. Zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr gingen über 4000 Brandbomben und über 200.000 Sprengbomben auf die Stadt nieder. Fast 1000 Bomber flogen währenddessen über die Stadt. 554 Menschen starben bei diesem Angriff und das sind ungefähr 3% der kompletten Einwohner dieser Stadt, da die Stadt nur 20.000 Einwohner zu diesem Zeitpunkt hatte, während des Zweiten Weltkrieges. Hier haben wir noch so ein paar Schilder, Ausgangsschilder, ein paar alte Tische stehen hier noch rum und hier haben wir so einen alten Drucker. Hier kommen wir dann zur Belüftungsanlage des Bunkers. Das ist ein Auerlüfter, Auerluftförderer. Leistung 6000 Liter bei 35 Doppelhüben pro Minute. Wahrscheinlich konnte man hier diesen Hebel hier hin und her bewegen. Hier haben wir so eine kleine rote Drucktüre, schließbar oben und unten. Und hier haben wir dann so ein kleines Guckloch. Und hier sehen wir die ganzen Risse in der Wand, die wahrscheinlich alle durch Bombenangriffe entstanden sind. Ich muss sagen, das ist ein extrem bedrückendes Gefühl, hier lang zu laufen, wenn man weiß, dass hier über 100 Menschen starben. Und hier haben wir einfach Kreuze, Leute. Wie gruselig ist das? Riesige Kreuze, die hier gelagert werden. Wahnsinn. Was haben wir hier liegen? Habt ihr gesehen, was das für Platten sind? Sind das Grabplatten? Ja. Sogar die Namen. 1. Februar 1930 gestorben. Das ist wirklich Boah.
Guck mal hier, Todesschein, Dicker. Originale Todesscheine? Ja. Original. Krass. Haben wir da noch ein Datum? Wenn man das lesen kann. 1948. Krass. Guck mal, wie lange die Sachen hier schon rumliegen. 43. Alter. Boah, mit Originalstempel etc. Das ist eine Drahtbürste. Tatsächlich. Ja, und wofür? Haben die genutzt? Wofür? Weiß ich nicht. Ganz einfach, nämlich zur Erklärung. Der Eingang da hinten, der ist ja nachträglich angelegt worden. Das heißt, der Eingang, wo wir gerade reingekommen Genau, sind, der ist ne? nach dem Krieg angelegt worden. Ja, So, und hier ist der Haupteingang. Das hier ist nämlich der Schleusenbereich. ja, Da teilt sich das halt in 2 Schutzräume auf. Ja. Einmal nach da, einmal nach da. Und hier war auch mal eine Tür drin. genau. Dieselbe Tür, die wie da vorne quasi, ne? Und dann kommt das mit dem Bombeneinschlag. Dann ist hier in dem Eingangsbereich nämlich die Bombe eingeschlagen. Währenddem die Hochzeitsgesellschaft mit 100 Mann sich hier drin befand. Genau. Und dann kommt die Druckwelle hier rein und geht natürlich nach da Und nach da. und nach da. Weil der Druck, der muss ja irgendwo hin. Ne? Und die Druckwelle war tatsächlich so stark, dass alle 100 Menschen sofort gestorben sind. Das ist unglaublich. Deswegen heißt dieser Bunker Leichenbunker oder Bunker der Toten. Schon krass. Hier fehlt eine Türe, ne? Ja. Hier sind die nächsten Lüfter. Ja, und hier sind einfach überall noch Grablampen gelagert. Die sind alle in den Boden eingelassen worden. Die haben nämlich alle unten so ein Betonfundament, damit die unter die Erde kamen damals. Olli, kannst du uns was zu den Filtern sagen? Ich habe gesehen, sind Auerfilter, ne? Das sind auch manuelle Filter. So, ne? Genau. Schau mal hier. Wenn du hier ziehst, Ja. hör mal hin. Ach krass, der funktioniert sogar eben, der funktionierte gar nicht mehr. Im Endeffekt ist da drin einfach nur eine Membrane, womit du die Luft praktisch verdichtest und dann hier halt durchdrückst. Ne? Krass. Du kannst das noch auf- und zuschließen. Das heißt, im Ernstfall sind die Leute hier runter geflüchtet während eines Bombenangriffes und einer musste permanent pumpen, Genau. Ja. damit die Luft hier quasi Manuell zugeführt wird. manuell zugeführt Genau, es wird. gibt auch Anlagen mit, die haben noch einen elektrischen Motor dazwischen, aber bei denen funktioniert das nicht. Die sind halt echt komplett nur handbetrieben. Wie viel Schübe pro Minute? 35 Schübe pro Minute Das ist schon und damit schwierig. konnte man 600 Liter Luft quasi. Das würde man heutzutage gar nicht schaffen. Ja, ist halt auch alt, ne? Also vielleicht ging das früher einfacher, ne? Glaube ich auch. So, und da hinten geht's weiter. Hier steht das nächste riesige Kreuz. Ist ein bisschen beschädigt, warum auch immer. Ihr habt vielleicht gemerkt, der Bunker ist aufgebaut wie ein L. Es handelt sich hier nicht um einen klassischen Luftschutzbunker, sondern um einen sogenannten Deckungsgraben. Von diesen Deckungsgraben wurden damals im Zweiten Weltkrieg sehr viele gebaut, da der Bau wesentlich einfacher war als ein Luftschutzbunker. Diese Deckungsgraben boten damals Schutz vor Trümmern, Splittern und Gaseinwirkungen. Man brauchte natürlich für so einen Deckungsgraben viel weniger Material als für einen riesen Luftschutzbunker und es war natürlich auch kostengünstiger. Gegen Bombenangriffe schützten diese aber leider nur gering. Hier stehen noch 2 ganz alte Schränke im Bunker und hier oben haben wir auch noch die alte Beleuchtung. Birnen sind noch drin. Hier haben wir auch noch Dokumente, ne? Antrag auf Genehmigung eines Grabgedenkzeichens von 1956. Hier haben wir den nächsten Schrank und wieder alte Dokumente. Unglaublich. Hier haben wir wieder einen kleinen Schacht und das ist wahrscheinlich hier der zweite Notausgang. Aber hier sind auch Gitter vor. Also das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Also im Ernstfall konnte man hier definitiv nicht raus. Aber so wie die Mauer hier aussieht, ist diese wohl nachträglich eingesetzt worden.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Damit würde ich dieses Video auch beenden. Es ist mega krass, wenn man auch mal die Hintergrundgeschichte von solchen Locations erfährt. Würde mich riesig über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Das hilft auf jeden Fall, den Kanal weiterzukommen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein und ciao.